Ein bewährtes Fahrzeug der ASX, aber nicht in der Basisausstattung, sondern als ganz tolles Sondermodell. Ja, er hat lange gedient, er kommt demnächst neu, aber es gibt Menschen, die suchen gerade Fahrzeuge, die so am End of Life hergestellt werden, weil, da kann man mit Fug und Recht behaupten, egal was jemals dort passiert ist an praktisch Modelländerungen, es hat's. Ja, in dem Fall schon, ja. Hier ist Thomas Reiter, ich begrüße dich, Thomas. Wir sprechen heute über ein Fahrzeug, was wichtig ist für euch, der ASX, natürlich im Segment, nicht zu klein, nicht zu groß, das suchen die Leute, oder? Ja, genau, hallo. Das ist also der ASX in dem typischen Kompakt-SUV-Segment. Das heißt also, man redet hier jetzt vom Mitbewerber gesprochen her von der Golfklasse. Ein Fahrzeug mit so um die 4,30 Meter Länge, aber mit erhöhten Sitzen, bequem einen Ausstieg und jetzt in dem Fall hier als Anführungszeichen Auslaufmodell von Mitsubishi, der ASX als Sondermodell Active Plus. Ja, du hast was gerechnet, 199 Euro. Er hat 5 Jahre Garantie und du hast natürlich die Finanzierung so gerechnet, dass sie die komplette Garantie abdeckt, nämlich auf 5 Jahre hast du mal gerechnet. Wenn man fertig ist, hat man ungefähr die Hälfte abbezahlt. Und es gibt ja Menschen, die wollen nicht leasen, die wollen gern Eigentum irgendwann mal erwerben und nach 5 Jahren sind ungefähr 11.000 Euro noch fällig. Dann habe ich aber ein Auto, das ist wahrscheinlich noch 11.000 Euro wert, oder? Ja, davon kann man ausgehen. Also die Fahrzeuge sind sehr wertstabil und in dem Fall hier haben wir eine klassische Finanzierung gerechnet mit einer Schlussrate, allerdings ohne Anzahlung sogar, zu dem wirklich knackigen Sonderpreis, wo wir das Fahrzeug jetzt hier anbieten. 2,4%, glaube ich. Wir schauen uns das gleich mal an. Ist der effektive Jahreszins? Das wäre der effektive Jahreszins. Das Auto hat daneben einen sehr günstigen Grundpreis als Sondermodell, wirklich mit einer sehr, sehr tollen Ausstattung. Beispiel? Ja gut, das fängt mit den Alufelgen an, mit den Verbreiterungen. Da ist ein TomTom-Navigationssystem dabei, getönte Scheiben, die sportlichen Sitze mit dem Teilleder. Also der ist schon richtig schick ausgestattet. Ein Auto, was man nicht so oft sieht. Das wird vielen entgegenkommen, die kein Allerweltsauto haben möchten, oder? Ja, ist wie gesagt typischer Kompakt-SUV. Der Mitsubishi ASX ist ein Fahrzeug, was für uns sehr wichtig ist als Händler, weil der schon sehr verbreitet ist. Aber hier habe ich mit den ganzen Sonderausstattungsdetails habe ich halt eben schon ein sehr spezielles Auto, was optisch auch gegenüber den normalen Standardmodellen sehr abstechend tut. Du hast nicht mehr so viele. Du hast, glaube ich, jetzt noch 3 Stück, oder? Und wir haben jetzt von der Serie für diesen Sonderpreis wirklich die letzten 3, die noch da sind. Und da sind wir mit dem Modell ausverkauft. So ist es ja. Du bist seit 35 Jahren Mitsubishi-Händler. Die Marke Mitsubishi hat einen gewissen Kultstatus bei Leuten, die auf Mitsubishi stehen, denn die Autos sind unglaublich haltbar. Das fängt an beim Motor. Die Motoren sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Viele Motoren haben einige 100.000 Kilometer drauf, funktionieren tadellos. Ja, Mitsubishi ist für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt. Die Motoren sind eigentlich unkaputtbar. Die haben also sehr, sehr hohe Lebensdauern, eine sehr hohe Haltbarkeit. Speziell hier der ASX ist wirklich ein Motor, der wirklich sehr, sehr zuverlässig ist. Da haben wir eigentlich gar keine Probleme damit. Ja, ihr habt zum Beispiel, ist da auch eine Steuerkette drin bei dem? Das ist auch eine Steuerkette drin, also kein Zahnriemen. Da fällt auch je nachdem wann er fällig ist, der teure Wechsel fällt also weg. Kette ist verschleißfrei in dem Sinn oder ist mitunter ein Garantieteil während den 5 Jahren bis 100.000 Kilometer, also muss man nichts wechseln. Ja, also 100.000 Kilometer, wenn ich also im Schnitt im Jahr so 20.000 Kilometer fahre, dann habe ich 5 Jahre Garantie. Sind denn da zum Beispiel irgendwelche Elektronikteile ausgeschlossen von der Garantie? Ausgeschlossen sind während der Garantie nur Verschleißteile, sage ich mal, so ein Elektronikteil, wenn man zum Beispiel jetzt nehmen würde. Navi. Navigationssystem, in dem Fall hier beim Sondermodell sieht es ein bisschen anders aus, aber ich sage mal so Bedienelemente von der Heizungssteuerung und so weiter ist also logischerweise mit der Garantie mit dabei. Ja, du hast viele Kunden schon, die mehr als einen Mitsubishi bei dir gekauft haben. Ja. Das heißt, du bist ja bestrebt, dass die Kunden bei dir bleiben. Du bist recht kulant. Ja, so kann man es sehen. Ja, sicher. Wir haben viele Kunden, die schon etliche Autos von uns gekauft haben oder wo ganze Familien dann Autos von uns fahren, weil sie mit uns als Händler und halt eben auch mit der Marke zufrieden sind. Ne? Sitze sind sehr schick, ja. Also gar nicht so billig, sondern ganz hochwertig. Ja, die Sitze sind sehr hochwertig, haben auch ein sehr, sehr schickes Design. Sage ich mir nicht so, es gab früher so ein bisschen dieses japanische Grau. In dem Fall hier hat man wirklich richtig sportliche Sitze mit Alcantara, mit so einer Teilleder-Applikation, dann mit den schönen roten abgesetzten Nähten.
Passend dazu der Schaltknauf, alles. Also ist richtig schick gemacht, das Auto. Hat auch nur das Sondermodell, wie er jetzt hier steht. Das ist eine spezielle Ausstattung für dieses Fahrzeug. Ja, wenn jetzt der neue kommt, also das ist schon ein sehr, sehr, sehr gutes Preisangebot, die 199 Euro. Der wird schon ein bisschen teurer werden, oder? Ja gut, der neue gibt es auch interessante Modelle, so ist es nicht. Aber der liegt natürlich preislich gesehen doch schon etwas höher vom Preissegment her. Wenn ich das vergleichbare Ausstattung sehe, dann haben wir doch einen Preisunterschied von, wir bieten das Auto hier weit über 5.000 Euro günstiger an, also schon interessant. Okay. Ja, wenn du mal kurz einsteigst, lieber Thomas, ich gehe mal auf die andere Seite, dann gucken wir uns das Auto nochmal von innen an. Denn es gibt auch hier einiges zu entdecken. In der Mitte habe ich ein großes Display mit drin, da habe ich die wichtigsten Funktionen. Ja, hier ist ein großes Display mit drin, halt eben mit dem Navigationssystem mit allem. Hier sieht man halt eben eine Klimaautomatik. Er hat Sitzheizung dabei, er hat USB-Anschlüsse dabei, dementsprechend. Das ist alles hier schon mit dabei. Er hat die sportlichen Pedale im Alu-Look. Das Lenkrad ist optisch schön gemacht mit dieser Klavieroptik. Dann auch die Bedienelemente alle am Lenkrad. Genau, hier haben wir einmal Bluetooth, halt eben Freisprechanrichtung. Hier haben wir Fernbedienung fürs Radio. Tempomat ist mit dabei. Alles, was das Herz begehrt. Alles, was so das Herz begehrt, genau. Das ist ja, und das zu einem Preis von roundabout 20.000 Euro als Barpreis, da kann man nicht meckern. Ja, ich muss es immer wieder betonen, es ist ein Fahrzeug, ihr kriegt solche Fahrzeuge, die 10 Jahre alt sind, die gehen bei euch noch als junge Mitsubishi durch, oder? Ja gut, ich meine 10 Jahre sind 10 Jahre, aber dadurch, dass die Mitsubishi so langlebig sind, kann man so ein Auto auch bedenkenlos als Gebrauchten sich kaufen. Die sind von der Warte aus sehr, durch die Zuverlässigkeit muss man doch keine Angst davor haben. Ja, es gibt viele Leute, die suchen die gebrauchten Mitsubishis. Wie ist das Abgasnorm, Abgaswerte? Sind die sparsam, sind die umweltfreundlich? Mitsubishi jetzt speziell hier beim ASX ist der sehr gut eingestuft von den Abgaswerten. Also das sind alles umweltfreundliche Fahrzeuge, erfüllen auch die entsprechenden Normen. Da muss man also auch keine Angst haben von irgendeinem Fahrverbot oder sowas, wobei wir hier im Saarland ja weit weg davon sind. Ja, vielen Dank. Thomas, komm noch mal raus. Das ist der Innenraum des ASX. Ja, wenn Sie Interesse haben, die letzten 3 Stück sind noch da. Allein schon die Felgen, 18 Zoll ist natürlich schon, steht dem Auto sehr gut. Ja. Und auch die Farbe weiß. Was haben die anderen für Farben? Die sind auch weiß. Also die letzten hier sind nur noch in weiß. Da kommt aber auch schön zur Geltung mit den schwarzen Felgen, dann den schwarzen Verbreiterung. Ja. Das passt richtig gut. So, also wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich. Angebot 199 Euro, keine Anzahlung und eine Restzahlung von 11.243 Euro. Darüber kann man sich dann unterhalten, was damit ist später? Ja gut, man hat später verschiedene Optionen bei der Finanzierung. Man kann also entweder die Finanzierung verlängern, man kann das Fahrzeug ablösen, in Zahlung geben auf den neuen. Ich kann das Auto bar ablösen bei der Bank oder bei uns. Das ist also kein Thema, ist man also vollkommen flexibel. Der Hauspreis wäre gewesen 26.030 Euro. Der tatsächliche Preis sind 22.984 Euro und 49 Cent bei Finanzierung. Und wenn Sie es Cash hier bezahlen oder über die Hausbank zum Beispiel finanzieren, dann sind es 20.990 Euro. Ist die Überführung, Zulassung mit drin? Da ist alles mit drin. Das ist Endpreis, einschließlich Frachtkosten, Zulassung, komplette Mon. Okay, also fix und fertig mit 5 Jahren Garantie. Wie oft muss der zum Service? Der muss einmal im Jahr zum Service oder alle 20.000 Kilometer, was zuerst eintreten tut. Gut, da langt ihr denn so richtig zu beim Service, ja, wenn ihr schon am Auto nichts verdient? Ja, das schön wäre es, aber das hält sich bei den Autos alles im Rahmen. Die sind sehr pflegeleicht und auch sehr zuverlässig. Also da fällt nicht viel an. Das Auto ist von dem Unterhalt her gesehen, was die Servicekosten anbelangt, nichts Außergewöhnliches. Also brauchen wir keine Angst davor zu haben. Okay, alles klar, weil viele, die ja vielleicht Volkswagen oder deutsche Marken kennen, Audi und so weiter, ja, da kriege ich dann den Kraftstofffilter hinterhergeschmissen, so günstig ist der. Das gilt heute auch nicht mehr. Also gerade bei den neueren Modellen ist alles special. Oder? Ja gut, also hier von den Kosten her war früher immer so die Meinung, oder das war, wo man gesagt hat, Japaner sind von den Ersatzteilen her wesentlich teurer wie die europäischen Mitbewerber, ist hier nicht der Fall. Das geht gar nicht mehr, oder? Die Zeiten sind rum, der hat vom Ölfilter und so weiter, Zündkerzen kostet nicht mehr wie woanders das auch. Wobei die Sachen, bis auf eigentlich jetzt Filter, die gewechselt werden, ist wirklich nichts Dramatisches. Wartungsfrei fast, ja, kann man sagen. Also muss sagen, es ist wirklich ein
langlebiger Motor. Ja, vielen Dank, Thomas Reiter. Ihr seid von Autoreiter, 35 Jahre Mitsubishi, sieht man dir gar nicht an. Hast du das Unternehmen selbst gegründet? Ja, ich habe das Unternehmen selbst gegründet. Ich habe mit 85 mit Mitsubishi angefangen. Du machst seit 35 Jahren selber Mitsubishi? Ich mache seit 35 Jahren selber Mitsubishi, ja. Krass, ich bin ganz begeistert. Ich hätte nicht gedacht. Ja, und immer noch dabei im Jahr 2020. Ja, vielen Dank. Das Autohaus Reiter gibt es einmal in Saarbrücken. Einfach mal googeln, Reiter Saarbrücken. Und dann habt ihr noch Reiter in Rehlingen-Siersburg. Wo ist da der Unterschied vom Umfang her? Habt ihr hier ein bisschen mehr? Nee, vom Umfang her ist das in der Art gleich. Sag mal, Siersburg ist der Unterschied vielleicht, dass man sagen muss, da war der Anfang von allem. Mit Mitsubishi habe ich 85 mich selbstständig gemacht. Und Saarbrücken kam 2005 dabei. Gut. Vielen Dank. Also vertrauensvoll Angebot 199 €. Den Rest haben Sie eben gesehen. Autohaus Reiter in Saarbrücken und Rehlingen-Siersburg. Tschüss. Tschüss.